Wir schauen uns heute einmal an, wie man das Magnetventil zur Ansteuerung der Drosselklappe erneuert. Ihr wisst, bei uns auf dem Kanal gibt es immer kurze, knappe Anleitungsvideos, wie man Sachen ein- und ausbaut. Und in diesem Fall schauen wir uns das, wie gesagt, das Ventil an einem T5 Multivan mit 2,5 Liter 174 PS TDI Motor. Wichtig, denn es gibt hier natürlich verschiedene Teilenummern, je nach Motorisierung oder auch nach Fahrzeug. Und genau, wir haben hier das mit Kabelbinder befestigt vom Vorbesitzer noch. Den haben wir einmal entfernt, der ist bei euch wahrscheinlich nicht vorhanden. Haben dann hier den Stecker abgezogen. Ich fädel den jetzt gleich dann auch einmal raus und zeige euch, wie man den entriegelt. Ansonsten ist das einfach auf der Rückseite mit so einer Klammer noch befestigt. Also die Klammer muss man quasi einfach an der Oberseite vom Metallhalter nach hinten drücken. Dann kann man das Ganze nach unten rausziehen. Hier sieht man nochmal den Stecker. Der hat so eine Nase. Die tut man quasi drücken und nach hinten ziehen und dann kann man den Stecker abziehen. Sollte der klemmen, hilft auch immer, den Stecker erstmal dagegen zu drücken, gegen das Ventil, dann die Entriegelung zu betätigen und dann erst den Stecker abzuziehen. Das klappt dann eigentlich immer. Genau, hier tue ich jetzt die beiden Schläuche einmal runter. Da hilft es auch, wenn man mit einem kleinen Schraubenzieher zwischen Schlauch und Rohr fährt. Wichtig, nicht mit dem Schraubenzieher den Schlauch irgendwie versuchen runterzudrücken. Da kann man ganz schnell ein Loch reinmachen. Man will hier wirklich nur die Kontaktfläche einmal, quasi im Prinzip mit dem Schraubenzieher dazwischen sein, damit das nicht mehr so dran klebt. Dann kann man den ganzen Schlauch mit so einer leichten Drehbewegung eigentlich gut abziehen. Genau, ansonsten sind wir hier nämlich gleich fertig. Deswegen an der Stelle noch in der Beschreibung findet ihr die Teilenummern zum Magnetventil, auch einen Link, wo man das Ganze günstig kaufen kann. Und auf unserem Kanal bzw. auch in der Beschreibung sollte man die Playlist sehen zu unserem T5 Multivan, wo wir mittlerweile etliche Videos erstellt haben zu allen möglichen Bereichen. Das heißt, wenn ihr mal irgendwas ausbauen müsst am T5, ihr wollt euch vorher einfach anschauen, wie genau funktioniert das oder auf was müsst ihr euch da einstellen, was sind da vielleicht noch für Teile im Weg oder Halter im Weg oder was für Werkzeug benötigt ihr, könnt ihr da gerne reinschauen, da ist bestimmt was für euch dabei. Genau, und jetzt haben wir das neue Ventil einmal verbaut und an der Stelle sage ich dann schon mal vielen Dank fürs Zusehen, gerne kommentieren wie gesagt und bis zum nächsten Video.